Psst, hey. Psst. Hm. Es regnet Sand. Ja doch! Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem Stück geht es um den deutschen Schriftsteller Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Als junger Mann war er elegant gekleidet und hatte einen gepflegten Schnauzbart, der stets so frisiert war, dass seine Enden genau bis an die Mundwinkel reichten. Sarkastisch und zänkisch, auf jeden Fall seltsam, beinahe grotesk wirrwarr galt er in Bamberg, wo er lebte und am Theater beschäftigt war, als Phänomen der Stadt. Nur wenige wagten den Umgang mit ihm, obwohl es vor ihm hieß, er sei ein durchaus unterhaltsam anzuschauendes Kuriosum. In unserer Fantasie ist Ernst groß und schlank, ein wahrer romantischer Held. In Wirklichkeit war Hoffmann klein, gedrungen, hatte einen großen Kopf und dunkles, in allen Richtungen abstehendes Haar. Haltet ein mit euren nichtswürdigen Sticheleien auf Deutsche und auf mich, sonst werfe ich euch in jenen Teich und ihr könnt euch in Schwimmen versuchen. Anekdotisch lässt sich das Leben von Hoffmann ganz einfach erzählen. Komponist, Alkoholiker, Exzentriker auch, Jurist, Sonderling, Träumer, Schürzen, ja, Jäger, Schrift, nein, Steller, Flüchtling, Halunke, nein, was ist Mauskönig, nein, ich bin das Mauskönig, na, 3, 4, nein, das ist ein Undicht. So kann man doch nicht über den größten deutschen Dichter sprechen. Entschuldigung? Den größten? Ist das nicht Goethe? Goethe? Quatsch! Hoffmann ist der Vater der Fantastik. Fantastisch. Ja, Mutter, ich bin dein Vater. Ja, natürlich, Mutter, klar. Das Leben in Berlin ist wunderbar. Das Leben in Frankfurt ist wunderbar. Das Leben ist immer unzulänglich. Es muss noch mehr geben als das. Noch viel mehr. Und das muss gefunden werden. Entschuldigung. Hallo. Nun schlüpfe ich für Sie in die Rolle von Otto Wilchendorfer, Hoffmanns Onkel. Als Ernst Theodor klein war, als das Kind war, nannte er mich Uwe Onkel. Uwe Onkel. Und dieser Spitzname blieb mir irgendwie erhalten in meinem häuslichen Reich, in dem ich zusammen mit meinen Schwestern das Zepter führe. Auch die Fantasie meines Dehn beherrsche ich. Und zwar so sehr, dass es kaum ein Werk von ihm gibt, in dem ich nicht vorkomme. Ich bin Drosselmeier in Nussknacker und Mausekönig, Coppelius im Sandmann, Archivarius Lindhorst im Goldenen Topf. Ich bin
überall. Mein Neffe, der kleine Ernst, liebt mich. Er hat Ehrfurcht vor mir. Nun bisweilen checkt er Streiche aus. Und je älter er wird, desto weniger kann man ihn ertragen und steuern. Doch, der große Mann, das bin ich, in buntseidenen Hausrock, das bin ich, hat sich fest in seiner Kinderaugen geprägt und wird nie aus ihnen gelöscht werden. Ich bin überall. Im Hoffmanns Literatur gibt es wiederkehrende Strukturen. Das ist der goldene Topf der Strukturalisten. Der goldene Topf der Strukturalisten. Die magische Gestalt des gestrengen Onkels, der ihm die Tür zum Mysteriösen öffnete, der unbeholfene, aber hübsche Student, die gewöhnliche Schönheit und das außergewöhnliche Wesen. Der Onkel ist stets der Vermittler im Liebesdreieck zwischen der gewöhnlichen kleinbürgerlichen Schönheit und dem außergewöhnlichen Wesen, vermittelt er zugunsten des Studenten in seiner übernatürlichen Geliebten. Bei Hoffmann gibt es schmucke Studenten und hässliche, bucklige Zwerge. Hoffmann ist beides. Er ist sowohl Kleinzaches, das missgebildete Wesen, das wie ein gespaltener Rettich aussieht und von allen verspottet wird, aber auch der Student Balthasar, der sehr auf sein Äußeres achtet und außergewöhnlich sein will. Seltsam war die Gruppe, die beide zusammenstehen, bildeten. Gegen den herrlich gestalteten Balthasar stach gar wunderlich das winzige Männlein ab, das mit hoch emporgereckter Nase sich kaum auf den dünnen Beinchen zu erhalten vermochte. Alle Blicke der Frauen waren hingerichtet, wie jetzt, aber nicht auf Balthasar. Warum? Sondern auf den Kleinen, der sich auf den Fußspitzenheben immer wieder herabsank und so hinauf und hinunter wankte wie ein kartesianisches Teufelchen. Gegen seine Wuchs wäre freilich vieles einzuwenden gewesen, denn abgesehen davon, dass der etwas lange, starke Oberleib nicht direkt zu den kleinen, dünnen Beinchen passen wollte. So schien auf den Kopf bei weitem zu groß. Denn außerdem, dass er keine volle Dreifußmaß, so bestand auf der dritte Teil dieses kleinen Körpers auf dem offenbar zu großen, dicken Kopf, dem übrigens eine tüchtige, langgebogene Nase sowie ein paar große, kugelrund hervorquellende Augen keine Jubelzähne waren. Da der Leib auch etwas lang. So blieben wir Füße nur 4 Zoll übrig. Oh, Entschuldigung, dieser kleine Spielraum war aber gut genutzt. Denn an und für sich selbst waren die freckerigen Füßchen die zierlichsten, die man nur sehen konnte. Freilich schien sie aber zu schwach, das würdige Haupt zu tragen. Es hatte einen schwankenden Gang, stülpte auch wohl manchmal stand aber gleich wieder wie ein Stehaufmännchen auf den Füßen, so dass jenes Umstülpen mehr den angenehmen Schnörkel eines Tanzes schien. Wie? Rief Fräulein Echen vor Schreck und Bestürzung. Seine Braut! Den abscheulichsten Gesundheit, danke! Den abscheulichsten Gesundheit, danke!
Mutter! Soll ich heiraten? Ein kleiner, dunkler Mann. Hässlich. Abscheulich nennst du den edlen, elementarischen Ernst, oder vielleicht weil er nun Dreifußrauch ist. Und außerdem Kopf, an Leib, Arm und Bein und anderen Nebensachen nichts Erkleckliches mit sich trägt. Dass ein solcher irdischer Gag, wie du ihn wohl denken magst, die Beine nicht lang genug haben kann, der Rockschuss auflegen. Oh, meine Tochter, in welchem heillosen Irrtum bist du befangen? Alle Schönheit liegt in der Weisheit. Alle Weisheit in dem Gedanken. Und das physische Symbol des Gedankens ist der Kopf. Je mehr Kopf, desto mehr Schönheit und Weisheit. Und könnte der Mensch alle übrigen Glieder als schädliche Luxusartikel, die vom Jubel verwerfen, erstände er als höchstes Ideal. Voraus entstellt alle Beschwerde, alles Ungemacht, alle Zwietracht, aller Kader, kurz alles Verderben des Irdischen, als aus der verdammten Juppigkeit der Glieder. Oh, welcher Friede! Welche Ruhe, welche Seligkeit auf Erden, wenn die Menschheit existierte. Ohne Leibsteiß, Arm und Bein, wenn sie aus lauter Bürsten bestünde. Kam mir in seinem hochgelben Habit garstiger vor als jemals und die possierliche Art, wie er hin und her hüpfte, jeden Augenblick umzustülpen in sich wieder emporschleuderte, worüber ein anderer sicher gelacht haben würde, verursachte ihr nur noch mehr Gram. Ja, sie hielt endlich beide Hände vors Gesicht, um den widerwärtigen Poppern nur nicht ferner zu schauen. Da fühlte sie plötzlich, dass jemand sie an der Schürze zupfte. Kuschpampila, rief sie, meinend, es sei der Hundeszupfer. Es war aber nicht der Hund. Vielmehr erblickte Fräulein Ännchen, als sie die Hände vom Gesicht nahm, Ernst Theodor Amadeus, der sich mit einer beispiellosen Behendigkeit auf ihrem Schoß schwang und sie mit beiden Armen umklammerte. Vor Schreck und Abscheu schrie Fräulein Ännchen laut auf und fuhr vor den Stuhl in die Höhe. Es blieb aber an ihrem Halse hängen und wurde in dem Augenblick so fürchterlich schwer, dass er mit einem Gewicht von wenigstens 20 Zentner das arme Ännchen pfeilschnell wieder herabzog auf dem Stuhl, wo sie gesessen. War nun auch Fräulein Ännchen nicht gar besonders eitel. So fühlte sie sich auch doch Mädchen genug, um einzusehen, dass das hässliche Werde, das allergrößte, entsetzlichste Unglück sei, das einen hienieden treffen könne. Entschuldigung. Hoffmann ist Zaches, der missgebildete, bucklige Zwerg. Aber er ist auch, tada, Balthasar. Oh, Entschuldigung. Er ist auch Balthasar? Balthasar,
der die anderen als Sacke sieht. Маршрутката за Бамбарк да идва. Не. Време чакаш. Що не говориш? Какво е? Надуваш ли се нещо? Вие от Бамбарк всичките сте Гюнен Байхен Пасенфорд. Hohem Pokerter Nase. Ey. Wo bent Wo is een boek? Was is er weer? Die meiden? Какво ми имитираш, бе? Ти мене ми имитираш? Добре. Що не страшно? Аз си гледа работата. Какво? Какво има там? Да няма камера. Snimat ме? Ти ме ли? Oh, hat kein Spiegelbild. 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 Schrie alles durcheinander. Ein Westchen. I know what that was. Kleinzeit. Missgebildete, bucklige, Zwerg. Abscheuliche Gesundheit, danke. Kobold. Werft ihm zu Tuch hinaus. Sind aber sah in der Tat hübsche aus dem Tode, als jemals in seinem ganzen Leben ausgesehen. Die kleinen Äuglein waren geschlossen, das Näschen sehr weiß, der Mund zum sanften Lächeln ein wenig verzogen, aber von allen Dingen wallte das dunkelbraune Haar in den schönsten Locken herab.
So darf ich, fuhr die Frau fort, indem ihr die Tränen in die Augen traten. So darf ich. Denn nicht wenigstens mein armes, kleines Männlein in die Schürze nehmen und nach Hause tragen. Unser Herr Pfarrer hat so viel hübsch ausgestopfte Vögelein und Eichhörnchen, der soll mir meinen kleinen Zaches ausstopfen lassen. Und ich will ihn auf meinen Schrank stellen. Wie er da ist, im roten Rock, mit dem breiten Bande und dem großen Stern auf der Brust, zum ewigen Andenken. So darf ich, fuhr die Frau fort, indem ihr in die Tränen in die Augen traten. So darf ich, so darf ich, so darf ich, denn nicht wenigstens meines armes Kleinmännlein in die Schürze nehmen, und nach Hause tragen. So darf ich. Unser Herr Pfarrer hat so viel hübsche, ausgestopfte Vögelein und Eichhörnchen, der soll mit meinen kleinen Zaches ausstopfen lassen. Ich will ihn auf meinen Schrank stellen, wie er ist, im roten Rock, mit dem breiten Bande auf dem Brust, zum ewigen Andenken. So darf ich, so darf ich, so darf ich, so darf ich.
Ich hatte den Tod. Den eiskalten Tod im Herzen. Ja, aus dem Innersten, aus dem Herzen heraus, stach es wie mit spitzigen Eiszapfen in die Glut durchströmten Nerven. Entschuldigung. Der Prinz des Schönen und Schaurigen starb 1822. An Syphilis. Hoffmann starb qualvoll. Die Krankheit bezwang ihn von unten nach oben. Sie lähmte zuerst seine Beine, dann den Rumpf und die Arme. Bis zuletzt arbeitete er. Am Ende konnte er nicht mehr schreiben und musste deshalb Freunde negieren. Seine Geisteskraft blieb ihm bis zum letzten Tag erhalten. Er schrieb schelmische Briefe an seine kleine Johanna, glaubte, dass er seine Frau überleben werde und schmiedete Pläne, wie er ihr gemeinsames Testament gegen ihren Verwandten verwenden würde. Nach einem schmerzvollen Versuch, sein Leben zu retten, einer Erfindung der damaligen Medizin, bei der man den Rücken mit erhitzten Eisen verbrennt, scherzte er mit einem Freund. Dass es nach Brand rieche. Auch in den tragischsten Momenten seines Lebens, die als die letzten zu akzeptieren er sie weigert, bleibt Anselmus ein unausstehlicher Kleinsaches.